Das ist die absolute Sensation auf der CMT. Es ist der X-Bull. 7,36 Meter Länge. Stimmt das? 7,40 Meter? 7,36 Meter Länge. Er hat eine Höhe von über 3 Metern. Knapp über 3 Meter, je nachdem, was so eine Dachterrasse drauf hat oder nicht. Ja, und er ist gebaut in dem besten Bundesland der Welt, nämlich in Thüringen. Und Thüringen, das ist wirklich die Schmiede. Da kommen alle wahnsinnig tollen Fahrzeuge her. Du kennst das Fahrzeug schon. Guten Morgen, Simone. Ja, ich kenne und liebe es schon, ja. Liebst es schon, ja. Jetzt sind wir hier auf der CMT, ihr habt es gezeigt. Und man muss sagen, seit der Abenteuer Allrad, da war nichts gegen das Zelt, wo es drin war. Aber die Präsentation hier ist natürlich mit den Scheinwerfern, mit den Lampen unglaublich schön. Das Fahrzeug braucht auch ein bisschen mehr Raum. Wie kommt der an hier auf der Messe? Ja, sehr gut. Also auch, wir waren jetzt inzwischen auf 3 Messen gewesen, Bad Kissing angefangen, dann Düsseldorf, jetzt hier. Also wirklich, wir sind mega zufrieden. Und ja, Sven, muss mich auch noch mal ganz kurz bei dir bedanken. Warum? War das erste Video, also das ist super cool eingeschlagen, über 100.000 Aufrufe gehabt und ja, super Resonanz gehabt. Aber ich kann ja nur das zeigen, was geil ist, verstehst du? Ich kann Videos machen, die haben 0. Wenn das Produkt nicht klasse ist und handwerklich genial, dann kann man auch nichts machen. Komm, wir gehen mal kurz nach vorne hin. Simone, du hast eine Frage. Noch nicht. Sie hat sich gerade eben angeboten, da habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Das ist hier, guck mal hier, das ist auch so eine Optik, wenn du guckst, das Ding ist so lang, wenn du mal kurz neben mich kommst, einmal auf die, genau, komm auf die Seite, dass wir das sehen. Simone, wenn du mal gerade in den Eingang reingibst, vielleicht nehme ich das als Startbild hier für das Video, das ist ein unglaublich tolles Fahrzeug und du sagst, der ist richtig geländegängig. Was hat der für ein Allrad? Er hat normalerweise ein Serienallrad von Mercedes und der ist aber nochmal gepimpt mit dem Eagle-Haut Performance. Also er hat eine Sperre auf der Hinterachse. Ja, und ja, das ist eigentlich der Allradsystem. Also der aktuell ist es noch ein V6 mit einem zuschaltbaren Allradantrieb und aktuell steigen wir jetzt um auf den Vierzylinder mit einer Firmatic. Der ist unglaublich. Also die, ich sag mal, Leute, die den gefahren haben, der Vierzylinder Firmatic, das ist Allrad auf ganz neuem Niveau. Du musst gar nichts mehr machen, der macht alles selber, ne? Ja, wir haben jetzt einen erst gekriegt, den müssen wir tatsächlich jetzt erstmal Probe fahren und testen. Also bis jetzt sind wir noch im Sechszylinder-Ausbau. So, sind wir drin. Aber irgendwann ist da ja Feierabend in Amerika, da gibt es immer noch 6-Zylinder, ne? Ja, aber wir haben auch tatsächlich geguckt, ob wir welche importieren können, aber es ist tatsächlich echt zu schwer, zu aufwendig. Eagle-Haut Performance, Delta 4x4 Felgen. Die Felge ist sackschwer. Ich habe sie mal versucht zu tragen, eine habe ich noch. Ja, das ganze Rad 42 Kilo, wir sehen es dann gleich am Heckträger, das ist schon ordentlich. Eins, so. Eagle-Haut Performance hier oben drauf und das ist wieder mal ein Merkmal. Ich habe es eben anmoderiert. Was kann man hier erkennen an dem Blinker? Ja, dass das Fahrzeug höher belegt ist und ja, das am Spiegel zu hoch wäre. Wäre zu hoch. Da ist nämlich normalerweise hier irgendwo ein Blinker mit eingebaut. Das geht hier nicht beim Allrad. Eigentlich ist hier der Blinker drin, aber der ist dann zu hoch. Das ist wahrscheinlich die Richtlinie, dass man dann beim Allrad den Blinker zu hoch hätte und deswegen muss der Blinker jetzt hier auf der Höhe unten angebracht werden. Meine blöde Frage, ist hier eine Rundumkamera drin, oder? Ja, es ist eine 360-Grad-Kamera, das System von Mercedes, wie wir es eigentlich aus der Serie kennen. Ist das gut? Klappt das gut? Ja, es funktioniert gut. Also zum Rückfahren hat man 2 Kameraabschnitte, funktioniert gut. So, wir gehen mal vorne hin, dass wir das ganze Fahrzeug mal einmal draufkriegen. Simone, geh ruhig mal rein, dann filme ich dich mal von hinten, wo wir kommen, dass wir das Ganze sehen. Es ist so groß, wenn du damit an der Tankstelle, komm, wir gehen mal ganz zurück, dass wir es einmal ganz draufkriegen hier. Länge ist jetzt mit geöffneten Türen, schätze ich mal, 8 Meter, oder? Länge? Ja, genau, da wird mal, wird knapp über 8 Meter sein. Jetzt nochmal 90 Zentimeter drauf. So, www.xbull.de, die Farbe, wie heißt sie? Das ist Blau-Grau von Mercedes. Das Blau-Grau von Mercedes, ja. Dann habt ihr es gepimpt nochmal mit natürlich der Folierung, die drauf ist. Das macht so viel aus, oder? Ja, wir haben versucht, auch Ton in Ton zu halten und das eigentlich schlicht zu halten. Wir haben auch unser eigenes Design gemacht. Wir haben das praktisch ein bisschen über die B-Säule drüber gezogen und die Motorhaube ist auch ins Dach gezogen, um so ein bisschen Wiedererkennungswert zu haben. So, die Leute sind ganz fasziniert, denn ihr habt ein bisschen was verändert. Letztes Mal auf der Abenteuer Allrad war dieser Auszug noch nicht fertig. Der ist jetzt fertig, oder? Ja, das ist der Auszug, den zeige ich mal gleich. Aber es sind mehrere Sachen. Sven, du hast uns ja mal gute Aufgaben gegeben in dem letzten Video, was wir noch machen sollten. Und Echt ehrlich? Die können wir jetzt ja Stück für Stück eigentlich mal durchgehen. Ihr macht das, was ich sage. Das finde ich ja cool. Ja. Das macht meine Frau nie. Waren ja sehr konstruktive Anregungen. Von daher haben wir die auch versucht umzusetzen. So, ich gucke mal gerade, ob ich das mal komplett drauf kriege hier. Wir ziehen das noch mal ein bisschen auf. Simone! Warte, wir rufen mal gerade die Simone, ob sie mal zu uns kommen kann. Und Simone!
Sag mal, ist das so gut isoliert, dass du mich nicht hörst? Du hörst mich nicht, oder? Nee. So, komm mal mit nach hinten, dann zeigen wir da mal gerade. Wir haben nämlich ein paar Spielzeuge eingebaut hier hinten in der Garage. Und ich war zuletzt drin, da stand ja mein grünes Motorrad drin, das Elektromotorrad, weißt du noch? Ja. So, und jetzt haben sie einen Schwerlastauszug gebaut. Genau. Das ist stark. Zeig mal bitte. Ja, also wir haben ja jetzt eine Garage, die ist über 2 Meter tief, weil oben drüber das Längsbett ist. Und die kann man natürlich auch nicht mehr so richtig schön bestücken. Man kann vorne nichts mehr festspannen. Deswegen haben wir jetzt das so gemacht, dass wir den Auszug mit einem Schwerlastauszug auf 1,80 Meter rausziehen können. Und das geht dann so weit, wie wir das jetzt hier sehen. Hat einen 180 Kilo Auszug. Vorne würde ich den natürlich nicht so belasten, aber so für 2 E-Bikes und so wie wir ihn jetzt beladen haben, funktioniert das sehr gut. In dem Fall haben wir vorne sogar noch eine Kühlbox, die wir dann auch von vorne mit benutzen können. Von daher haben wir die gesamte Garagentiefe damit ausnutzen können. Das ist jetzt neu? Das ist jetzt neu. Der ist tatsächlich erst, wir sind am Freitag auf die Messe gefahren. Wir waren tatsächlich bei dem Pressetag nicht da, weil wir noch dran gearbeitet haben. Du hast doch mich, da brauchst du keinen Pressetag. Oder? Ja, genau. Aber man muss sagen, die Presse hat schon ein bisschen über euch berichtet, oder? Es gibt den einen oder anderen Artikel, der schon jetzt gekommen ist. Also das war ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Wir werden Folgendes machen. Wir werden einen Bericht, wir haben eine eigene PR-Agentur, den werden wir rausschicken über uns. Ja, geht an alle Presse mit allen drum und dran mit dem Thema X-Bowl. Aus diesem Video werden wir das machen. Oh ja. Gruß an Till, ja, Konstanti, den werden wir auf jeden Fall machen. Da gibt es einen zweiten Auszug, zeig mal bitte. Einen zweiten Auszug, und zwar kann man natürlich auch die zweite Seite so ausziehen. Hat erstmal den Vorteil, man kann natürlich auch jetzt hinten an die gesamte Technik wieder drankommen. Man hat ja seine Garage eigentlich da zugespaut und rechts ist Wassertank, da muss man nicht so oft dran, aber links würde man jetzt zum Beispiel an die Technik immer mal kommen müssen, falls irgendwo was sein sollte. Das kommt man natürlich, jetzt hat man wieder komplette Zugänglichkeit. Man kann von innen durchkrabbeln und hat die gesamte Garage wieder frei. Also vom Fahrzeugkonzept passt das sehr gut dazu. Ihr habt eine Innendusche, oder? Ja, wir haben eine Innendusche. Und eine Außendusche mit Mischer habt ihr mit eingebaut? Ach, das ist die Außendusche, genau. Die ist auch mit Mischer. Man kann hier hinten auch mit warmem Kaltwasser entsprechend regeln. So, die Dämmung, die hier drin ist, was habt ihr verwendet? Das ist eine Amaflex. Also welches habt ihr? 19 mm Amaflex. Welches Amaflex habt ihr gemacht? 19 mm. Okay, das war. Und im Dach 25er. Das habt ihr hier geprägt, oder? Hier oben drauf? Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Logo haben wir wieder geholt. Das ist im Prinzip dünn unterbaut und dann drüber gefilzt. So. Und noch ein Wort zum Auszug, würde ich sagen wollen. Weil wir haben das jetzt tatsächlich so gemacht, dass man hier auf Euroboxen aufstellen kann. Die würde jetzt auf dem Auszug 400 lichte Breite, passen 2 Stück hintereinander drauf. Und man kriegt die gleiche Box auch auf den anderen Auszug drauf, dann an dem anderen Maß. Also das sind 600er. Quer. Ja, quer. Und damit kann man sich natürlich, wenn man die Fahrräder jetzt nicht da drauf macht oder keine Fahrräder dabei hat. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Du hast das so gemacht, dass der Auszug auf den Airline-Schienen sitzt. Das heißt, den kannst du komplett ausbauen. Genau, den kann man komplett rausnehmen. Also die Airline-Schienen sind bei uns immer unten drunter. Die haben wir eingebaut. Die sind auch im Boden entsprechend verankert. Und darauf setzen wir dann mit den Schwerlastauszügen auf. Man kann auch nur eine Seite machen und kann die andere Seite für andere Zwecke noch verwenden. Ist die dynamische Last auf dem Bett möglich? Ich denke schon. Gut, sehr schön. So, dann mal bitte, ich habe nämlich gesehen, ein Aluminiumunterbau, und das ist wichtig für dynamische Lasten, dass hier natürlich ein Vielfaches des Körpergewichtes teilweise dann zum Tragen kommt, richtig? Ja, genau. So, sehr schön. Anhängerkupplung, ist hier eine Rockinger, oder? Ja, das ist die Serienanhängerkupplung mit 2 Tonnen, abnehmbar. Wir nehmen sie natürlich auch gerne ab, weil sie einfach am tiefsten vom ganzen Fahrzeugpunkt hängt. Und wenn man sie nicht unbedingt braucht, kann man sie auch abnehmen. Wir haben eine andere Lösung gefunden. Und nochmal, ist der da auch exakt genauso belastbar? Der ist sogar noch ein bisschen belastbarer, der hier, oder? Der ist nicht ganz so lang, oder? Wen meinst du jetzt? Den Auszug. Den Auszug? Naja, der ist 180 Kilo Auszug. Der kleine, der ist nur tatsächlich 1,10 Meter. Ja, da kann man natürlich, ist auch ein 180 Kilo. So, aber zieh den mal gerade raus, bitte. Wenn du mal rausziehst, ich habe nämlich eine kleine Idee. So, wenn du mal gerade... Kann man den stärker werden. Sollte gehen, ja. Wenn du die mal gerade rausnimmst, die Box. Und Simone, geh mal hinten hoch. Ich brauche noch ein Foto, dass wir das mal sehen. Geht es da drauf und mal einfach auf den Auszug rauf und mal ganz ans Ende. Sicher? Simone, ich halte dich. So, sie hält ihn. Oh, stopp. Und jetzt mal Arme ausbreiten. Das ist so. Und ich gehe mal kurz auf die andere Seite, dass wir das mal sehen. Bleib ruhig mal da stehen. Hier kann man es sehr schön sehen. Geh mal ganz ans Ende, da passiert nichts.
So, das ist so. Und da kann man sehr schön sehen, cooles Foto. Also ich mag sowas, so ein Scheiß. Sehr gut. So. Ich muss alles mitmachen. Kannst jetzt auch springen. So, springen nicht. Geh mal hier vorne langsam nochmal runter. Nicht, dass da irgendwas passiert. Aber das ist wirklich belastbar, oder? Ja, ja. Also haben wir ja gerade gesehen. Also ich habe es selber noch nicht so probiert gehabt, aber Simone, danke für deinen Mut. So, die dynamische Last. Außerdem haben wir hier Männer mit dabei, hätte ich aufgefangen. Und du bist vom Beruf Handwerker. Nee, eigentlich Maschinenbauer. Er ist doch Handwerk, oder? Ja, nicht ganz. Also ist schon eher Maschinenbau, Konstruktion. Das heißt, du hast noch nie gefeilt, irgendwas? Doch, das habe ich auch. Das ist aber Werkzeugmacher. Also eigentlich grundsätzlich bin ich Werkzeugmacher. Und habe dann Das ist kein Handwerk. Naja, schon auch ein Handwerk, klar. Also, aber ist es nicht bei der mit Handwerkskammer eine Handwerk, wie man es Ausbildung? jetzt kennt, Bau und so weiter. Nee, das ist eine Maschinenbauausbildung gewesen. Also das war nicht Handwerk. Nee. Okay, alles klar. Also denkt dran, Werkzeugmacher sind keine Handwerker. Schreibt das mal in die Kommentare rein, ob ihr das auch so seht. Zumindest in Thüringen ist es so. So, komm. Jetzt gerade. Frage, das Bett kannst du rausnehmen, oder? Das Bett kann man auch rausnehmen. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so gedacht, dass man es Höhe verstellen kann. Das haben wir einfach gemacht. Man kann es hier hochheben und schiebt es über die Airline nach oben. Das muss man an allen 4 Seiten machen und dann kann man sich die Höhe einstellen. Das ist jetzt nicht... Nochmal, du kannst das Bett gerade stellen, wenn du schief stehst. Man könnte das auch dafür nutzen. Ich meine, wir haben zwar auch in dem Auto ein Luftfahrwerk drin, mit dem man das auf der Hinterachse noch ein Ja, aber wenn du jetzt ein bisschen schief stehst, dann machst du einfach hier ein bisschen hoch, dann kannst du schlafen. Könntest du runtergehen, genau. Muss mal kurz alle aus dem Bett gehen oder dann kann man es auch verstellen. Von Maschinenbau zu Autobau. Seit ich 18 bin, habe ich meinen ersten VW-Bus ausgebaut. Von daher... Das ist im Saarland, heißt das von Arschbacken auf Kuchenbacken. Kennst du das? Nee, sagt mir nichts. Denk mal drüber nach. So, und dann geh mal hier vorne hoch. Das ist nämlich eine besondere Leiter, die werden wir gleich mal zeigen. Das Fahrzeug ist irre lang. Mach ruhig mal hier das ein bisschen zu. Ach, du willst ja, der Träger ist ja fertig geworden. Genau. Ja. Also wir haben tatsächlich noch mal eine andere Hausaufgabe erledigt. Und zwar haben wir für das Auto nochmal, grundsätzlich hat es angefangen, dass wir das Ersatzrad positionieren wollten. Aber dann haben wir gedacht, dann machen wir das auch noch ein bisschen flexibler. Und wir haben jetzt Folgendes gemacht. Warte mal, ich sag mal kurz Bescheid. Wir brauchen noch circa eine Viertelstunde draußen. Da kannst du die Leute gerne noch mal reinlassen. Dann machen wir das gleich, okay? Weil sonst hier ist so Andrang hier. Und jetzt schieß los. Was habt ihr gemacht? Und zwar haben wir jetzt 2 Grundplatten gemacht, die... Nee, die kann ruhig rein, ist kein Problem. Geht. Weil wir haben das Auto ein bisschen gesperrt. Du kannst die Leute ruhig reinlassen. Wir brauchen nur eine Viertelstunde ungefähr draußen. Okay? Da können sie ruhig mal rein. So, bitteschön. So, und zwar haben wir 2 Heckträgerplatten gemacht, die parallel oder nicht parallel, aber in einer Ebene zueinander stehen, wenn das Auto geschlossen ist. Aber die waren vorher nicht, oder wie? Nee, die waren vorher nicht. Also das ist, weil wir haben die jetzt... Sag mal, ist das hier zulässig? Weil üblicherweise sagen die nämlich, dass es von der Seite auch sichtbar sein muss. Ja, ist grenzwertig. Also das heißt, ein Zweitkennzeichen holen, dann anbringen am besten? Genau, ein Zweitkennzeichen wäre jetzt hier oben angedacht. Kann man also praktisch außerhalb von Thüringen wäre es nicht zulässig? Ja, das ist ja nicht abhängig vom Bundesland. Aber du willst mich immer fangen, ich merke das schon. Aber passt. Das ist nicht aber mit einem kurzen Kennzeichen, es gibt ja immer, wenn du Autos hast, immer meistens ein schönes kurzes Kennzeichen. Das passt dann schon noch gut rein. Das ist so geil, wenn du jetzt hier irgendeinen Überfall machst oder so und die fotografieren nicht von der Seite, dann kannst du das Schild nämlich nicht mehr sehen. Ja, natürlich. Ich soll dir ja mal Aufgaben geben. Ja, okay. Du könntest aber auch ein Kennzeichenhalter mit Beleuchtung auf die Airline-Schiene bringen, oder? Das wird auch gehen. Genau. Wir können Wiederholungskennzeichen bringen. Entweder bringen wir es oben hin, auch mit Beleuchtung. Also hier ist es tatsächlich im Radhalter gedacht, ist absichtlich genau das Maß, dass man ein Wiederholungskennzeichen oben reinbringen könnte. Und Beleuchtung gibt es auch tatsächlich im Zubehör. Jetzt auch eine Firma, mit der wir hoffentlich bald zusammenarbeiten werden, wo wir dann wieder Wiederholungsrücklichter bekommen. Ne? So, sag mal deinen Namen, du bist der? Ich bin Heiko. Hallo Heiko. So, dass wir das auch mal haben. Genau. Simone, häng dich mal bitte da dran. Am besten steigst du mal hier, keine Ahnung, vielleicht mal hier oben drauf. Der Heiko hilft dir ein bisschen. Du siehst so aus, als wärst du nicht gerade der Schwächste. Da oben drauf halte ich mal fest und mach mal den, genau, da dran festhalten und mach mal einmal kurz den Hannes, dass wir das haben. Einmal ganz kurz. Geht ja auch ganz schnell. Und, nee, sie hängen in der Luft. Nee, ich dachte eher, dass der andere Arm vielleicht mal ausgestreckt wird fürs Startbild. Vielleicht hole ich ja das. Genau. Geht nicht. Und wenn du sie mal kurz festhältst, hinten, einfach nur festhalten. Ja, so. Und ist so. Und dann macht sie so. Und das ist sensationell. Vielen Dank. Haben wir. So, jetzt muss die Simone einmal, also nochmal vielleicht. Ihr habt einen Heckträger entwickelt, der hängt hier dran. Das ist ja eigentlich
eigentlich nicht zulässig. Und die Lasten, aber du sagst, es hält aus. Naja, ich sag mal, wir sagen tatsächlich, bis maximal 100 Kilo kriegen wir entsprechend verteilt. Es wird jetzt in dem Fall klar, geht alles über das Scharnier. Wir nehmen es auf dem Scharnier auf und wir haben aber auch auf der Tür, haben wir hier auch nochmal Platten gemacht, mit denen wir das entsprechend dreimal nochmal aufnehmen. Ah, okay. Und die Platten sind auch so jetzt inzwischen geklebt. Also wir brauchen hier nicht mehr Löcher reinzubohren, sondern das wird jetzt aufgeklebt. Wir haben mit einem Kleberhersteller da einen Laborversuch gemacht. Ich frage deswegen, also du hast ja enorme dynamische Last hier, wenn du zum Beispiel irgendwelche Pisten fährst, die dann kommen und das muss ja auch halten, oder? Also das ist tatsächlich so, man merkt es eigentlich sogar schon, wenn man die Tür zumacht. Du kannst mal von ein bisschen weiten filmen. Also mit der Aufnahme kriegen wir jetzt auch die Last von dem Rad entsprechend aufgenommen. Ne? Du weißt, dass das Rad wiegt und das ist 50 Kilo. 42 Kilo plus nochmal 6 Kilo für den Halter. Ich kenne die Gewichte, ich hebe das Rad auch ständig hoch und runter. Das sieht man, ich zeig schon. Das ist krass. Alles gut. So, bitte nochmal feste zumachen, mal richtig zuschlagen. Nee, die Radseite bitte. Einmal aufmachen und ordentlich zuschlagen. Kann ja mal passieren, der Wind kommt. Nee, das war nicht ordentlich. Mach mal ordentlich. So, dass wir mal wirklich fester haben. Also da passiert nichts, ja? Nee, also ich finde, das ist eigentlich die sauberste Befestigung, die wir bis jetzt hatten. Wir hatten es vorher geschraubt und so weiter. Da hatten wir tatsächlich eine Delle reingedrückt. Jetzt aktuell bei der... Also ganz ehrlich, Hut ab, das ist eine der besten Halterungen, die ich gesehen habe, weil du siehst das hier, da sind Airline-Schienen drauf, die habt ihr flächig draufgeklebt, die ganze Last ist dann nochmal da, bloß beim Öffnen hast du dann die Last maximal, nehme ich an. Und da ist sie ja nicht dynamisch, du fährst ja nicht mit offener Tür. Nee, das machst du jetzt nicht. Ja, also ich sage mal so, nochmal zwei Worte zu der Konstruktion, die wir haben. Wir haben praktisch links und rechts zwei Grundplatten gemacht. Die sind hier, die Airline-Schienen sind schon im Rahmen direkt eingeschweißt. Ne? Und dann werden entsprechend hier so Platten eingesetzt. Und diese Platten sind modular aufgebaut. Das heißt, ich könnte jetzt auch zum Beispiel, wenn ich hier oben einen Fensterausschnitt habe, könnte ich auch so eine Platte bekommen mit einem Fensterausschnitt. Verstehe. Tausche die nur aus und habe dann mal auch den Fensterausschnitt möglich. Und die Grundidee dahinter, hinter dem Träger ist ja, man hat zwei Montageplatten, man kann sich das Heck arrangieren, wie man es will. Ersatzrad oben links, unten rechts, man ist da komplett flexibel. Jetzt haben wir es zum Beispiel für den Winter umgebaut, Ersatzrad links hoch, links die Bergesachen drin oder Schneeketten drin und rechts die Skihalterung drauf. Im Sommer könnte man die Skihalterung runternehmen und könnte einen Fahrradhalter drauf machen. So, Simone. Ja. Das Spiel kennst du ja schon. Hier einmal bitte auf die Dachterrasse. Und da habt ihr eine Fahne drauf gemacht. Die Dach ist natürlich komplett begehbar. Ja, die ist im hinteren Bereich, also 2/3 der Dachterrasse sind begehbar. Die Fahne ist natürlich hier für die Messe sehr gut, man sieht uns schon relativ weit. Ist das da oben eben eigentlich? Ist das eben? Ja. Kann man laufen? Ja. Fall mir nicht runter, okay? Er sagt nein. Nicht runterfallen. So, das ist nämlich so, das ist auf eigene Gefahr. Du hast da keine Absturzsicherung drauf. Das ist halt Abenteuer, oder? Ja, wir sind zwar nicht auf der Abenteuer Allrad, aber trotzdem, ja, es ist natürlich eine gewisse Gefahr da. Klar. Gewisse Gefahr da. Ich gebe dir mal die Kamera hoch, Simone. Da kannst du mal Kamerakind spielen, dass wir das Ganze sehen. Ich kann aber nicht, warte mal kurz, wie machen wir das denn jetzt, dass ich da mal hochkomme? Oh, Schande, in meinem Alter. Was halten Sie? Halt mal das Mikro. Ja. Und halt mal die Kamera. Okay. Jetzt sieht man auch mal den Mann hinter der Kamera. Und klettern kann er. Wie? Ja? Sehr gut. Oder? Das ist einmal hier oben. Nur unten halten. Okay. Da ist das Mikro. Krass, ich bin auf der CMT. Und warte mal, ich drehe mal gerade, wenn ich mal kurz da reinfläzt, bitte. Das ist ja sensationell. Warte mal, ich mache mal gerade das Mikro rein. Ich mich wieder ein bisschen höre. Simone, es ist ja sensationell und das Wort verwende ich viel zu oft, aber es sind so viele tolle Sachen, die da sind. Jetzt sieht man auch mal hier diese Fresh heißt die, glaube ich, die Klimaanlage. Die Fresh, die drauf ist. Solar ist mit drauf. Ihr habt natürlich jetzt wenig Solar, weil ihr wolltet viel Dachterrasse. Das ist so. Außerdem hast du Ladebooster. Klimaanlage auch als Staukastensklimaanlage verbauen, dann hat man oben noch mehr Solarflächen. So, also Klimaanlage können wir noch erweitern. Aber das ist wirklich Platz pur und das ist toll. Also ich finde es gut. Ja, sehr schön. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Na, ganz toll. So, dann genau. Ich zeige euch noch mal einen Rundblick hier. Mach mal einen Rundblick. Ich werde mal versuchen, hier möglichst
Ja, galant, hier irgendwie runterzukommen. Die Simone. So, jetzt, ja, ich kann es nehmen. Das hier wird wieder mal weil wir ja alles am Stück drehen. Wir wollen ja hier nicht, cool. Darf ich dir die Kamera nochmal geben? Bitte nur unten halten. Sehr schön. Und der alte Mann ist unten. Hi. So, da ist er. Das ist er von der Seite. Da darf ich mal ganz kurz auf euren Stand gehen. Ich will nur einmal kurz filmen. Ich zeige euch mal, ihr seid von Stork, ist es Stork? Ja. Stork Camper, habt ganz tolle Autos. So, und das ist die Genehmigung, dass ich den Wagen mal hier filmen darf. Ja. Ihr seid mit drin. Er ist wunderschön geworden. Allein die Dachterrasse, die hier oben drauf ist, die verdient schon den IF Designpreis. Ist der eigentlich zahlbar oder kriegt man den so verliehen? Den Preis oder so? Ja. Da weiß ich jetzt, Sven, da hast du mich jetzt gerade erwischt. Es gibt doch so einen Designpreis, IF Designpreis, diesen roten. Okay, da habe ich tatsächlich nicht auf dem Plan. Sag mal, habt ihr den nicht angemeldet hier für IF Designpreis? Wir konzentrieren uns mehr auf das Auto und das zu bauen und ein paar Sachen dran zu kriegen. Da habe ich mich jetzt tatsächlich nicht um so einen Käse. So sehr kümmern können. So, guck mal hier, die Steckdose. Klemm mich mal auf, die ist krass, oder? Das ist eine Melfbox. Letztes Mal wusste ich es nicht, da hast du mich erwischt gehabt. Ja, das ist eigentlich tatsächlich ein schönes System. Es hat nicht mehr dieser große graue Stecker, wo man fast die Dose immer mit rausreißt. Da kann doch nichts passieren. Die kommt raus dann, wenn du versehentlich fahren würdest, oder? Ja, die wird sie rausziehen. Das ist wie beim iPhone jetzt tatsächlich gemacht. Mit dem Magnet wird er drinnen gehalten und lässt sich super leicht stecken. Gleich eine Ladeanzeige dran. Eigentlich eine feine Sache. So, Thoma Diesel ist mit dabei? Thoma Diesel ist mit dabei. Hier ist noch die erste Generation verbaut. Die neue Generation hat jetzt nur noch diesen runden Ablagerkamin. Ja, sieht doch genauso aus. Kriegen wir jetzt hoffentlich auch bald. Hat auch Höhenkind jetzt, die neue. Genau. Dadurch macht sie noch mal ein bisschen günstiger. So, wir gehen rein. Jetzt werden wir uns keine Freunde machen. Denn, Hi, hier ist immer die Hölle los. Und ich sag mal, der Tag, was ist denn stärker? Ist Samstag, Sonntag? Was war letzte Woche? Ich bin immer nur am Wochenende da, aber der Samstag war der stärkere Tag. Am Sonntag war so ein bisschen Schauer hier im Schwabenländle angesagt, aber das rege Interesse war eher Samstag oder in der Woche auch mehr Spezialgespräche. Dann, ne? So, hier ist es. Ist es schön, das Fahrzeug? Gefällt's dir? Sehr gut, ja, doch, stark. Die Farbwahl auch okay? Farbwahl ist super, doch. Passt zum Igelhaut. Ach so, du bist Fan von Igelhaut, oder was? Ja, ich habe mich da letzte Woche informiert und das sieht man gleich. Der ist ein bisschen höher, ein bisschen breiter, geländegängig. Ist das so, der entsprechende Serienallrad, der jetzt rauskommt, der ist natürlich vollautomatisch, da muss er gar nichts mehr machen, ja. Der kommt jetzt auch demnächst, oder? Ihr macht Serienallrad? Haben wir auch schon einen jetzt im Start und haben auch eine Sperre schon eingebaut, Unterfahrschutz. Also wir können das Auto auch so aufrüsten, aber im Standard, ja. Ja, vielen Dank. Ist die schön, die Messe? Ist gut? Super, ja. Bin schon das zweite Mal da. Ja, das zweite Mal hier auf der Messe? Ja, auf der Messe, ja. Weil Samstag war es so voll. Wo kommst du nochmal? Woher ich herkomme? Nein, dann bist du nochmal hier jetzt. Genau. Du bist ja aus der Gegend, oder? Ja, Schwäbisch Gmünd, genau. Ja, vielen Dank erstmal. Wir haben dich ja nicht rausgeschmissen. Wir haben nur gesagt, wir müssen ja dann mal ein bisschen filmen, was da heißt. Simone, du hast eben gehört von den Anwendern, die finden das toll, oder? Ich bin nicht Simone, aber ich bin Heiko. Echt? Stimmt, ja, jetzt sehe ich es auch. Ja. Wechselungsgefahr. Ja, erzähl mal, du warst eben schon drin, wie gefällt's dir? Ich find's cool. Mir gefallen die Farben richtig gut. Ist modern. Ja, ist gut gemacht. Setz mal rein, denn Simone hat tatsächlich so viel abgehatet hier auf der Messe, wo sie gesagt hat, gefällt mir nicht, das ist wie bei Tinder, immer links, rechts, ja, und dann hat er gesagt, was ist liken links? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, links ist No-Go, aber du siehst hier, ihr habt versucht, mal einen Raum zu schaffen, der absolut belastbar ist. Das sind echte Sitzplätze, hier darfst du sitzen, 3 oder 4? Jetzt aktuell ist es ein Dreierkonzept, wir können die Sitzbank aber auch als Viererkonzept machen. Ich kann Simone noch mal so ein kleines Highlight zeigen. Hier kann man die Sitzbank noch erweitern. Man kann jetzt einfach diese Sitzbank rausnehmen, kann das Polster hier nehmen und setzt sich hier mit 2 Handgriffen das Polster ein. Und ich habe halt den Platz unten noch, ne? Genau. Und da habe ich einfach eine lange Bank. Jetzt kannst du dich mal hier richtig schön in die Ecke so rein, kannst es dir bequem machen, reinlümmeln, genau, das ist richtig Wort. Füße hoch und dann könnte sich der zweite, Sven, du hast ja auch schon Platz genommen, du kannst dir jetzt praktisch die 2 Sitze hier auch zueinander stellen und kannst natürlich super schön das abends gemütlich machen. So, wir machen jetzt mal Klaus Shop, machen wir die Tür bitte zu. Es ist so laut, der ist so gut gedämmt, dass wir gleich hören werden, du hörst nichts mehr. Nee. Gut. Ist das krank, oder? Ja.
das ist, wenn du das Fenster hier, das lässt noch ein bisschen Schall durch, muss man sagen. Das könnte man auch aus Echtglas machen, aber... Das ist ein Gewichtsthema. Also wir haben als Gewichtsthema die Kunststofffenster verarbeitet. Man könnte natürlich auf eine Glasfenster gehen. Klar gibt es ein Seil, wo man Glas... das wiegt doch gar nicht so viel mehr, muss man sagen. Also es gibt einen Salzersatz. 3,8 Tonnen, also haben wir Leergewicht und 4,4 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Okay. Es geht ja darum, wir können keine Zwillingsbereifung machen. Das ist, glaube ich, das Problem. Würde gehen, theoretisch, oder beim Allrad geht nicht, oder? Ja, würde schon auch gehen, aber halt Zwillingsbereifung hast du halt im Gelände halt nicht unbedingt den Vorteil. Ne? Genau, hast im Prinzip tatsächlich einen Stein zwischen die Räder hinten drücken können und so weiter. Von daher nimmt man im Gelände lieber die Einzelbereifung. Also großes Kompliment. Das sind keine Seriensitze, sondern ihr habt die nochmal aufgepolstert. Genau. Man sitzt da drin so sensationell und das ist so krass gut. Ja. Das kann man gar nicht, ihr müsst da Platz drauf nehmen auf diesen Sitz. Das ist wirklich gut. Und das ist der Seriensitz, den habt ihr praktisch neu gesattlert, oder? Ja, genau. Den haben wir bei einem Sattler umbauen lassen. Ich weiß nicht, ob ich die Firma jetzt nennen sollte. Ja, sag. Ja, das ist die Firma Rühl in Düsseldorf. Und der Sitz ist tatsächlich extra für uns designt worden. Also wir haben den zusammen mit Rühl designt und wir haben da auch Exklusivrecht und dürfen den jetzt praktisch auch nur so einsetzen. Also aber der Seitenhalt, das fühlt sich an. Ja. Bitte mal draufsetzen auf den Sitz. Und dann sagst du mal, das ist doch wie ein Cockpit. Du bist doch hier Edelklasse, First Class, als wäre es ein Jet. Ja, man soll sich schon ein bisschen wohlfühlen in seinem Auto. Von daher ist es ganz gut. Und das macht natürlich... Ja, jetzt komm, also jetzt fühl doch mal, wie sich das hinten im Rücken anfühlt. Ja, ich bin gerade im... ist mega. Also nicht irgendwie weich, das ist trotzdem weich, aber trotzdem fest. Ja, es ist halt Leder, aber trotzdem richtig gut, gemütlich. So, der hat's drauf, oder der Rühl? Ja, das machen sie sehr gut, wirklich. Und wir haben jetzt auch tatsächlich mit ihm so eine relativ gute Materialwahl gefunden. Das ist ein Büffelleder, das ist so sehr, von der Haptik sehr schön. Hat natürlich auch immer die eine oder andere Fehlstelle drin, aber das wird auch, wenn das mal benutzt ist, gibt das auch so einen richtig schönen Charakter. Und es ist halt auch noch totschick. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich ganz preiswertes Holz verwendet für den Tisch, oder? Ja, das kennst du ja auch den Sven. Ja, hallo Sven Bauhaus. Da ist eine Queensplay-Platte drunter und obendrauf haben wir den mit dem gleichen Material bedeckt, wie der Fußboden auch ist. Das ist ein Flexi-Teak und da haben wir im Prinzip... Nee, das ist tatsächlich ein Kunststoff. Das ist Kunststoff, das kriegst du nicht kaputt. Denn normalerweise Rotweinglas hier drauf, da wäre schon passiert. Ja, kann man abwaschen und wenn es halt noch, tatsächlich immer noch was drin ist, dann kann man auch nochmal nachschleifen. So, also das ist sensationell. Ja, alles. Also gut. So, ich werde das Wort nicht mehr verwenden. Was denn? Wenn du abends mal zu 5 bist oder Besuch hast, dann ziehst du den Tisch einfach nach vorne und dann gibt es hinten noch einen Notsitz oder ein Zusatzpolster, was jetzt eingebaut ist und dann können wir hier auch zu 5 hier drinnen sitzen. Also wenn die Schwiegermutter oder Kinder oder Freunde, das ist eigentlich, ja. Ey, die Klimaanlage hier, die Fresh muss doch hier sein, damit du mehr Licht hast. Du hast ja also, ich sag mal, hier drin einen sehr cleanen Raum. Ja. Wenn du hier durchguckst, eine unglaubliche Weitsicht. Also guckt euch hier mal die Küche an. Wir kommen aber gleich nochmal nach vorne. Bauen wir gerade den Sitz nochmal zurück. Sei mal so lieb. Den Sitz da vorne zeigen wir gleich mal. Da ist nämlich noch ein Sitz mit drin. Da ist eine Schublade. Da hast du einen festen Platz dafür, oder? Ja, genau. Hinter dem Sitz gibt's... Das geht einfach da rein. Genau, das passt jetzt genauso da rein. Also es ist eigentlich alles wirklich so ein bisschen auf einen Zentimeter ausgeknobelt hier, dass das funktioniert. Mit Magnet wird es dann festgemacht. Und dann der Sitz, den du zeigen wolltest? Was wollte ich? So ein kleiner Sitz, wo du erzählt hast, da hinten in der Ecke, oder? Das ist der Sitz, der hier hinten ist, genau, der Notsitz, den kann man natürlich auch wegbauen. Den nimmt man so raus, zack, ist der raus, schiebt die Schublade entsprechend weg. Aha. Ja, und das kann man jetzt hier oben, ich ziehe damit man entsprechend gut sitzen kann. Ja. Wir haben da unten einen Staufauer, da passt es noch nicht ganz rein, da müssen wir was machen. Und dann ist es hier oben auch verstaut, zack. Du hast automatisches Licht hier drin, wenn... Ja, das ist überall. Ja, ist klar. Ja. Guck mal, hier haben wir schon versucht, so möglichst komfortabel zu machen. Was geil war, nicht nur Licht drin, sondern er macht auf und das dimmt sich hoch. Ja. Mach nochmal zu. Das ist ja? Natürlich, ich bin ja nicht blöd. Also, das macht keiner. Das war die letzte Spielerei von unserem Programmierer. Warte, wir machen mal eine andere Klappe auf, weil der ist es jetzt gerade angewiesen. Nee, ich habe schon gesehen, aber bitte mach mal auf. Ja, also das ist jetzt die Küche, machen wir mal die Küchenarbeitsplatte, die geht direkt an. Also unser Programmierer war gerade an dem Thema, dass du das jetzt auch erkannt hast, war gerade dran und hat das so praktisch so ein bisschen aufgehen lassen, die Sonne. Habt ihr es selbst gebaut, hier die ganze Steuerungstechnik? Die Steuerungstechnik haben wir mit der Firma ETA und Mastervolt zusammengebaut. Also Karl Atrax und der Typ ist crazy, der steht draußen. Ja, Der macht hier zum Beispiel auch in einem Teardrop, macht er irgendwie 1000 Ampere-Stunden Lithium rein. Ja, genau. Johnny, das ist unser Starverkäufer, der
da geht alles. Mach mal auf hier, dass wir mal reingucken. Ja, was wir hier drin haben, ist tatsächlich die zweite Ebene. Wo wir Simone, ich krieg gerade... Ja. Ich merke gerade Blutverlust im Hirn, habe ich gerade. Weil, guck mal, wie schön das gemacht ist hier. Ja, das sind praktisch diese Module, diese Ether-Module, wo die ganzen Verbraucher drauf liegen und die Lampen drauf liegen. Hier drüben haben wir einen Router drin, Alphatronics. Also nochmal, das sind die Module und das sind die Aktoren, die dann drin sind. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich Pegelstandsanzeige, Aktoren und so weiter. Ja. Ist das ein Bussystem? Wie wird das? Ja, es ist ein Bussystem. Also du kannst im Prinzip jeden Verbraucher, jede Lampe in den Bus integrieren und kannst dann programmieren, wie das Ein CAN-Bus-Protokoll, was ist das noch? Ein CI-Bus und ein CAN-Bus. CAN-Bus kommt von Mercedes, CI-Bus ist praktisch die Truma-Heizung, die ist über einen CI-Bus eingebunden. Also wir haben jetzt mehrere Bussysteme hier Das oben ist der Router? kombiniert. Das ist der Router, Alphatronics, kommt eine Datenkarte rein und dann hat man im Auto WLAN und darüber gehen dann alle Streamingdienste. Also wir werden keine Satzschüssel auf dem Dach mehr finden. Ja, da ist im Prinzip oben eine kleine Haifischantenne drauf, weil das würde jetzt stilmäßig halt nicht mehr zum Auto. Habt ihr eine 6 drin, E oder eine 4E? Truma 6D. DE. Truma 6D, genau. Klar, super. Ja. Dann hier, was ist das für eine Öffnung hier? Hier haben wir nochmal ein Zusatzstaufach. Bei uns im Wohnmobil ist halt immer der Staubsauger rumgeflogen, deswegen haben wir jetzt hier... Makita. Ja, Makita. Und der passt genau für den Makita. Ja, als Handwerker ist es natürlich eigentlich immer schön, wenn man sowas hat. Und man kann Er hat gerade gesagt, er wäre Handwerker, hast du gemerkt? ja, war kurz in die Rolle gesprungen. Ja, man kann jetzt praktisch den hier zusammenstecken, relativ schnell. Zeig mal. Tatsächlich hier mal kurz das Auto durchsaugen. Also wenn Sie noch eine billige Haushaltshilfe suchen, dann Ja, ich weiß. der auch noch gut aussieht wie Chippendales. Ja, dann Danke, Sven. Genau. Und dann funktioniert auch natürlich mit so einer kleinen Düse, kann man auch mal die Ecken saugen. zeig mal gerade, dass die Leute, die das kaufen wollen, direkt mal wissen, was das ist. Das ist ein Staubsauger von Makita und du sagst, der saugt ganz gut. Ja, gut. Ist der leicht zu reinigen oder ist das... Ja, also das Schöne ist daran, dass man ihn so klein zusammenbauen kann mit 2 Handgriffen und passt natürlich in so einem Womo ist das natürlich perfekt. Ich habe den innerhalb von, wenn du jetzt mal mitstoppst, war das wahrscheinlich weniger als eine Minute und der passt ja wieder in sein Fach rein und kann wieder... Du merkst mir fällt alles auf. Das ist die gleiche Oberfläche. Ach, Kühlschrank, guck mal gerade mal hier. Ja, ihr habt das Bussystem auch für die Außenlampen drin. Das heißt, ihr könnt so eine Panikbeleuchtung anmachen, oder? Panikbeleuchtung haben wir jetzt noch nicht programmiert. Es steht aber auf dem Plan, dass es noch kommen soll. Man kann hier zum Beispiel hat nur eine Leaving Home Taste, an der geht alles aus im Auto. Das sind alle Pumpen, alles ausgeschaltet. Und wenn ich zurückkomme, mache ich einfach Coming Home. Also großes Kompliment. Ihr habt Taster genommen, die man programmieren kann. Und das ist natürlich des Menschen liebstes Ding, einfach mal auf den Knopf zu drücken, statt über ein Display irgendwie, oder? Ja, so eine originale Taste, also so eine analoge Taste ist schon was Feines, ne, zum Drücken. So, ich brauch zum Film mal ein bisschen mehr Licht. Mach mal Vollgas. Ja, wenn wir hier drauf drücken, Haben wir wieder Licht. Okay, klasse. Es ist mit so viel Herzblut hier gemacht, das ist unglaublich. Also ich feiere euch total. Ist ja so. Und die waren so nett auf der Messe, ja. Ich habe ja schon mal irgendeinen Scheiß mit. Auch nicht so Mainstream. Und ich habe dann vorne zu ihm gesagt, guck mal hier, da ist hier Feng Shui, Teufelding drin. Dann hast du also alles schön gemacht. Geil ist der Preis, ja. Ihr verkauft das Fahrzeug, allein das Basisfahrzeug hier kostet, glaube ich, 110.000 Euro. Leer? 94.000. Ja, aber wenn du mit IG-Haut dazu rechnest, dann bist du ungefähr in der Größenordnung, was du jetzt gesagt hast. Also unausgebaut 110.000, korrekt? Ja, genau. Und ich schätze mal, der kostet eine 250.000, wie er steht? Ja, bei 240 geht's los. Die meisten Autos gehen so um die 280 tatsächlich weg, weil man will das noch dran haben. Wir versuchen auch alle Wünsche irgendwie zu ermöglichen. Grundsätzlich haben wir zwar einen Grundriss, mit dem wir so bauen, wie er ist, das siehst du ja, aber in Farben kann man natürlich wählen und für das ein oder andere extra Gerät kann man sich natürlich auch noch einbauen. Und das heißt, eure Kundengruppe ist von bis Alter und oder ist nötig Kleingeld halt? Azubis. Ja. Die jungen gebliebenen Sportler, ja genau. So, da kommen wir hier bitte beide hinter mich, denn ich muss einmal gerade mal solo. Du mal auch, Simone, komm mal raus. Geh mal hier zu ihm. Ja, er rutscht mal rüber, dann kann ich euch gleich mal zeigen. Ihr könnt euch ja hier nebeneinander setzen. So, sind Sie jetzt hier, denn ich will mal gerade mal das Raumgefühl hier einmal auf die Kamera aufnehmen. Guck mal hier durch, Simone. Ja. Das sieht ja aus wie im Design-Möbelkatalog, oder? Absolut. Und das Schöne ist, ihr habt warme Farben gewählt. Ihr habt nicht dieses fürchterliche Zahnarztpraxis-Look. Ihr habt zum Beispiel hier Lederbänder hier mit dran gemacht.
Das ist so schön. Ja, genau. Die sind tatsächlich von Ikea, die kleinen Lederbändchen. Aber Nee, echt? Die gibt's da zu kaufen? ja, das ist wir haben auch da, wenn du das aufziehst, haben wir auch noch die eine oder andere Ikea-Sache drin. Aber wir finden Ikea, ja, ich finde es cool. Sag mal eine Frage. Wer in Gottes Namen hat denn das hier ausgeschnitten? Das war ja eine Arbeit für jemand, der Mutter und Vater, oder ist es auch CNC? Das ist auch CNC. Also genau, wir sagen, wir stellen alles auf den Tisch, was in das Auto rein soll, arrangieren das so nach den Fächern und dann werden die Schaumstoffeinlagen danach gefräst oder angefertigt. Aber CNC? Ja, CNC. Aber die machen wir nicht selber. Da gibt es jetzt im Internet Serviceanbieter, die das dann danach fertigen können. Ja, haben wir schon. Aber könnte ich immer wieder öffnen. Du hast eine Dunstabzugshaube, die wirklich nach draußen geht, oder? Ja, genau. Simone, wenn du mal aufmachst, dann sieht man da drinnen den Abzugsschlauch noch, genau. Und der ist genau über dem Kochfeld. Weil wir kochen halt im Auto mittendrin, weil wir nicht hier vorne kochen wollten, da war die Flamme immer so schnell ausgepustet, deswegen haben wir jetzt mitten im Auto gekocht. Und dann brauchst du auch die Abzugshaube oben drüber. Sag mal, dieser Schubert, Olli Schubert, kennst du den? Ja. Wo kommt der her? Ist er aus Thüringen? In Dresden ist das auch. Hallo Olli. Ja, ich sehe dich aus. Ja, macht immer sehr coole. Der ist auch immer so Understatement, ist der so. Ihr seid ja auch so eher so, no, haben wir mal gemacht und es ging nicht. Er bringt das dann natürlich noch 10-mal cooler rüber. Also es ging nicht besser, da haben wir halt mal was Ordentliches genommen, wie zum Beispiel hier diese Spüle. Was sind das für Material? Das ist ein GFK-Material und da haben wir uns auch so ein bisschen was dabei gedacht. Ein GFK habt ihr selber gebaut? Ein GFK, ja, wir haben sie selber konstruiert und haben sie dann auch bei uns in Thüringen bauen lassen. Da hast du im Prinzip hier schon mal, sag ich, alles da. Zerlegt gerade das Auto, ja. Ich zeig's dir gleich. Leg's das mal kurz hinten dran. Das kleine brauchen wir mal. Genau. Das große nicht? Das große noch nicht. Das kleine brauchen wir erstmal. Wir haben die Spüle so gemacht, dass du hier innen drin schon mal eine Schüssel hast. Wenn du mit wenig Wasser aufwaschen willst, kannst du hier drin aufwaschen. Wenn du mehr, kannst du natürlich auch voll lassen. Und jetzt brauchen wir das kleine Brettchen, was du da gerade oben hast. Ich liebe das Wort aufwaschen. Das hat meine Oma gemacht. Das eigentlich wäscht man ja ab, glaube ich. Habt ihr auch Stulle? Ja, Stulle haben wir auch. Ja. Das kannst du jetzt praktisch hier oben rein, hast ein Schneidebrettchen, das kannst du hier oben dran, da hast du noch mal ein bisschen mehr Fläche generiert. Dann haben wir hier einen Seifenspender auch reingemacht. Ich hab übrigens statt dem Seifenspender bei mir, du wirst es kaum glauben, habe ich Spüli drin. Also ja, wir haben Fit drin, wie sie es jetzt für tatsächlich Fit? Ja, Fit ist Ossi. Ist Ossi, ja. Ich habe auch bei euch, im Titel, was habe ich reingeschrieben? 4 Ossis bauen ein Wohnmobil. Ja, oder ich weiß nicht. Ich will einfach den Stolz mal rüberbringen, ihr seid hervorragende Handwerker und ich glaube, die ganz großen Bessis müssen sich von den Ossis noch 7 Steinen abschreiben, denn ihr musstet damals wahrscheinlich stark improvisieren. Die Wende hast du nicht mehr mitbekommen so richtig, ne? Ja doch, das war gerade so die Zeit, wo dann die ersten Autos kamen, dass wir auch was ausbauen konnten. Also tatsächlich VW-Bus kam dann gerade so für uns greifbar nach der Wende. Das war eigentlich ideal. Ist ja auch blöd mit so einem 6.0, nee, wie hieß der Kombi, der Trabant? Ja, das war ein 601er Trabant, genau. Ja. Bei uns in Eisenach tatsächlich wurde der Wartburg gebaut. Also wir sind tatsächlich in Thüringen so ein bisschen schon automobillastig oder ein bisschen Automobil. Das war ein Viertakter, glaube ich, der Wartburg, oder? Nee, das war noch ein Zweitakter. Aber das ist so, damals musstet ihr viel improvisieren und da findet man Lösungen. Da geht im Kopf und da sagst du, hier geht nicht, ist nicht, geht nicht, oder? Wir versuchen natürlich irgendwo was möglich zu machen. Ne? Also egal, wo du unterwegs bist, ob das jetzt beim Bauen von einem Wohnmobil ist oder wenn du surfen gehst oder so, da funktioniert auch immer nicht alles. Da musst du dir auch teilweise immer was einfallen lassen. Du bist, wie groß bist du? 1,90? 1,86. 1,86, da sieht man die Stehhöhe schon. Ich wollte nur mal gerade mal moderieren. Mach mal die Klappe hinter dir zu. Ich habe schon immer Angst, dass ich dich gleich ins Krankenhaus bringen muss. Auch hier die Passmaße, das ist doch Carporn, oder? Naja, wir haben es im Filz eingepasst, dass es halt nicht klappert. Deswegen schließt das schön im Filz und schön satt. Das kann. Also Filz eingelassen, damit es halt nicht klappert. Das ist da. So. Ihr seid, also das Sven hat ja gesagt 4 Ossis, aber mittlerweile seid ihr mehr als 4, oder? Wie viel seid ihr in der Firma? Ja, inzwischen sind wir tatsächlich 10 Mann. 10 Mann. Aber das ist immer noch überschaubar. Cool. Ja, es ist noch überschaubar und es ist ja auch ein cooles Team. Zeig noch einmal diese Einlage da, die obere. Mach die mal auf. Ja, ich habe versucht hier, während ihr euch unterhalten habt. Genau, das musst du einmal gemacht haben und dann zeige ich was auf, Simone. Ja. Wenn du jetzt mach mal die Schublade da nochmal zu, da unten, und dann machst du mal die Tür auf. Da unten die Tür zur Garage. Ja. Ich ahne es die schon. Ziehst du so ganz auf und dann kannst du sie da oben einlegen. Also das ist jetzt tatsächlich... ihr kommt auf jeden Millimeter.
Oben auflegen. Auflegen hier? Oben auflegen, genau. Okay. Du musst es einmal gemacht haben, dann weißt du, wie es geht. Ja, So, genau. und jetzt sitzt hier drauf. Okay. Und jetzt hast du quasi eine L-Küche. Jetzt hast du eine L-Küche draus gemacht. Zeig das mal komplett. Simone, wenn du dich mal deinen Bauch mal ein bisschen einziehst. Sehr schön, ne? Dass man das mal sieht. L-Küche ist doch, warte mal, und wie lang die ist. Guck mal hier. Ja. Wenn du das mal hier, Simone, guck mal. Lächeln. Das wird ein Katalogbild. Man kann es natürlich auch übertreiben. Es gibt nämlich noch eine zweite Auflage und da könnte man hier tatsächlich eine ganz längere Küche draus machen. Simone, auch in der Schublade, ziehst du nochmal die Schublade unten auf. Ja. Sag mal, wir sind im Kastenwagen, oder? Ja, wir sind im Kasten, aber ja, wir haben versucht, mal alles auszureizen. Ob man es jetzt tatsächlich so auch nutzt und braucht, aber was man hat. Das kann jeder für sich entscheiden. Es gibt viel, einfach unten drunter, ganz unten drunter greifen, unter die Schublade, dann kriegst du einfach raus. Okay. Dann gibst du mal nach vorne. Das heißt, die Schublade ist multifunktionell. Dann. Genau, also die kannst du jetzt bei hier einsetzen, du kannst hinten die schon wieder einsetzen. Ja. So. Zack, und dann Das haben wir ist auch bis hier auf einen vorne- Millimeter auch plan. Ja, das ist halt, sollte halt hier passen. Das ist schon okay so. Das ist zwar jetzt eine andere Oberfläche. Du bist wieder Olli, weißt du das? Ja, schon okay so. Ja. Und du kannst wieder oben drauf aufbauen, dann kann man mal die ganze Küche zeigen, Simone. Okay. Ja, jetzt zweiter Versuch, jetzt geht's schon besser. Ja. So, machen wir drauf und dann. Nee, ich habe eine Bitte, Simone. Geh mal aufs Bett bitte hinten drauf und dann machen wir legst. erstmal die Küche. Ja, aber dann kannst du. Egal. Jetzt haben wir das einmal gesehen. Und bitte einmal da hinsetzen, Simone. Chef, jetzt machen wir erstmal die Küche. Ja, jetzt zeige ich mal gerade. Sag mal, das ist hier in einem Kastenwagen die wohl längste Küche der Welt. Ich fahre mal eine ganz langsame Kamerafahrt hier rüber. Ja. Die geht dann hier rüber, hat dann hier noch ein. Boah, ist die schön. So, und dann habt ihr hier ein Ceran-Gasfeld. Ceran-Gasfeld. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das werden wir wahrscheinlich rausnehmen müssen. Das Problem ist, so wie wir es jetzt einbauen mit der Seite nach rechts, die erwärmt sich zu sehr. Diese Seite ist ja der Auspuff, die erwärmt sich, die wird zu warm, man kann sich daran tatsächlich verbrennen. Wenn das nach hinten gedreht wäre, passt aber bei uns leider am Platz nicht. Von daher werden wir dann... Induktion vielleicht? Induktion ist möglich, dann in Kombination mit einer größeren Batterie. Aber es gibt ein anderes schönes Feld, was genauso aussieht. Mit einer Glasplatte oben drauf steigen wir wieder auf ein normales Gasfeld um. Was ist denn das da hinten jetzt eigentlich noch, neben dem Kochfeld? Hinter dem Kochfeld? Ja, das dieses schwarze Wasser. ist dieser Luftauslass von dem Gasfeld. Da ist im Prinzip eine Gasflamme unter dem Glas drunter, aber die Wärme muss ja trotzdem irgendwo hin. Okay. Und von daher strömen die da hinten hoch und erwärmt das aber so hoch, dass es bei unserer Einbaulage eigentlich nicht wirklich ideal ist. Du weißt, dass du das Video nicht bezahlen kannst, weil wir brauchen für dein Auto 6-mal so lange wie für diese, ich sag mal, Weißware, die wir haben. Aber das ist so viel zu sehen hier und du bist so geil, du musst ins Fernsehen, weißt du das? Du musst eine eigene Comedy-Show kriegen. Oh Gott, Ja, haben wir halt so gemacht, ging nicht anders. Haben wir halt Echtholz genommen. Das hier, die Platte, die ist halt unkaputtbar. ich gucke mir da lieber Olaf an, also alles gut. Super. Baus mal gerade zusammen, dass mal vielleicht mal Wenn ihr du. mich mal kurz erinnern lasst. Ja, genau. Du bist genau an der richtigen Stelle, Sven. Das ist nämlich die Begegnungsebene hier im Auto. Das geht sogar, mir kommt einander vorbei. Deswegen haben wir hier auch das Bad so ein bisschen eingeshaped, dass man sich hier aneinander... Sag nochmal das Wort. die Begegnungsebene. Nein, Eingeshaped. eingeshaped. Ja, so sehr. Okay, also wir haben den Shape so gewählt, dass man hier... Den Shape. Ja, von dem Bad, dass man hier praktisch auch den Platz kriegt, um sich hier begegnen zu können. Du machst hier neue Wörter in Deutschland, die werden Kult. Ich werde das Video auf jeden Fall mal so zusammenschneiden, dass wir das am Anfang haben. Eingeshaped und ihr habt den Shape so bearbeitet, dass es da ist. Aber jetzt mal ehrlich, das kommt ja aus der Praxis. Wenn du hier durchgehen willst und hast halt Jungs, die auch mal... Du gehst aber nicht ins Gym, oder? Wenn ich schaffe, versuche ich es 2-mal die Woche, aber das schaffe ich nicht immer. Sieht man übrigens, ja. Das ist, Was machst du für einen Sport? Also, Am liebsten Windsurfen. Und Okay. dann kommt Mountainbiken, Skifahren ja, geil. und ja, jetzt habe ich das Licht beim Zusammenbauen. du bist noch zu haben oder bist schon weg? schon weg. Schon weg, gut. Nur das, wenn Zuschriften kommen, weißt du warst ja mit den Rosen früher wie bei der Hitparade, das dann... So, und das kommt hier genau rein, das hast du genau gemacht. Hat alles wieder so seinen Platz. Ja. Also nochmal, du surfst, du machst Mountainbike. So, ja, das sind meine 3 Hautsport. Dafür ist auch das Auto eigentlich gedacht. Die Garage, die du hinten gesehen hast, die hat ja 2 Meter. Aber die geht hier tatsächlich bis auf 2,50 Meter. Du kannst auch durchladen. Man kann durchladen. Genau. Man kann es sogar so weit treiben, dass man hier ganz durchladen könnte. Nee. Aber ja, Du kannst nochmal durchladen, bis vorne hin. Das heißt, du könntest als Handwerker jetzt ein 10 Meter Rohr kannst du reinladen. das könnte man tatsächlich machen, aber gedacht ist es, dass man ein Surfbretter bis hierher laden kann. Man kriegt 2 Surfbretter rein, Segel oben drüber. Das ist eigentlich das Hobby, was man mit dem Auto auch machen kann.
Er ist original Olli Schubert. Geh mal gerade hinten rauf, denn jetzt haben wir schon gezeigt, genau, Simone geht mal rauf. Und da ist ein Spannbettlaken drauf, also kannst du ruhig machen. Ihr werdet das waschen nach der Messe. Nicht, dass die Leute sagen, ey Simone, zieh doch mal die Schuhe aus. Wie schläft man denn da so drin? Also mega. Simone, guck mal, wenn du jetzt nach oben guckst, hast du genau das Panoramadach über dir. Das ist eigentlich super schön. Wenn du dich hinsetzen würdest, kannst du außen durch die 2 kleinen Fensterchen rausgucken. Die nutzen auch. Und man kann auch hochsteigen eigentlich über die Luke? Du kannst auch, man kann das Dach ganz aufkurbeln und kann da auch raussteigen. Ja, man kommt da auch auf den Dachträger raus. Krass. Und hier auf der rechten Seite hast du noch Ablagen? Ja, wir haben das gemacht halt wie früher, ganz klassisch im VW-Bus, alle Schränke auf die Seite. Damit hat man in dem Bett keinen Hängeschrank, wo man sich irgendwo nachts stoßen kann. Auch wenn man das Bett höher stellt, kann man sich halt nirgendwo stoßen. Der ist übelst schön, weißt du das? Ja. Ja. Also warte mal, der ist ein Doppelboden drin. Ja. Da kannst du noch mal nach unten laden, oder? Ja, da kannst du natürlich immer ein paar Sachen. Also für die Fahrt nach Holland. Ja, grundsätzlich erstmal der normale Staufach, aber unten kann man so die Sachen reinmachen, die nicht jeder so sehen sollte. Ja. Also, verstehe. Ein Geheimfach auf Wunsch geht? Nee, das ist das halt. Ich wollte es halt anders umschreiben. Aber du kannst aber ein kleines Geheimfach für die Bitcoin Ledger können sie auch noch einbauen. Naja, die hast du eher auf einem anderen Konto, ne? Korrekt. So. Dann, die Fenster sind so klein, dass du nicht reinsteigen kannst. Das ist auch ein nettes Gimmick, denn du musst da keine Riesenfenster haben. Das soll ja ein Schlafbereich sein, wo du dich auf Schlafen konzentrierst. Genau, oder? Genau. Also eigentlich, wenn du die Struktur von dem Sprinter sehen würdest, siehst du, dass da oben nur ein ganz dünner Bereich ist, wo du Fenster einbauen kannst. Und deswegen haben wir uns diese Fenster auch so anfertigen lassen, dass sie genau da reinpassen. Und das ist von der Funktion her sehr schön, weil du sitzt jetzt, kannst rechts und links rausgucken, du kannst querlüften in dem Auto und es sieht dich keiner von außen, wenn du im Bett schläfst. Wir haben zwar trotzdem eine Verdunklung oben drüber gemacht. Das ist übrigens einer deiner Hausaufgaben, die du uns mitgegeben hattest, diese Verdunklung da oben zu machen. Simone, genau, du kannst es mal kurz zeigen. Und dann hängst du es unten ein, die 2 Haken, die da unten sind. Boah, ihr habt so viel umgesetzt. Das ist echt gut. Aber ist ja so, du willst ja dunkel schlafen. Und wenn da jetzt eine Straßenlaterne genau reinschaut, dann ist ja blöd. Du musst es zumachen, genau. Sag mal, hier der Bus, man kann damit natürlich jetzt nicht mit den ganzen Aufbauten hin, aber du kannst ja in der Stadt einfach stehen. Das funktioniert, oder? Ja, er ist eigentlich gemacht, um draußen zu stehen, ne? Ganz klar. Aber ich sag mal, eine Stadttour, wenn du jetzt mal reinfährst nach Hamburg und willst mal stehen auf dem Stellplatz. Ja, also Hamburg gibt es ein paar schöne Plätze, wo du tatsächlich auch mit größeren Autos stehen kannst. Und wenn du selber so irgendwo in der Stadt unterwegs bist, im Supermarkt, findest du eigentlich immer irgendwo einen Parkplatz. Also Bettmaß, was hast du? 1,35 mal 2 Meter. Okay, so. Gedacht ist es für eine junge, flexible Klientel wie du. Du bist, wie alt bist du denn? 53. Echt? Ja, also Baujahr 69. Du bist 69, aber der sieht aber viel geiler aus wie ich. Ja. Du bist auch 69. Ich bin 68 geboren, aber ich sag mal kein Kommentar. Ich bin nur eine schlechte Kopie von dir, ja. Die irgendwie Materialfehler. Warte mal. Ja, so. Das sind wir beide drauf. So, sehr schön. Aber jetzt mal ohne Scheiße, der sieht doch aus wie so ein Windsurferboy. Sag mal, das thüringische Meer, wo du immer surfst, wo ist denn das? Naja, Ostsee halt. Ja. Also wir fahren gerne an der Ostsee. Ist das weit weg? Ja, 600 Kilometer von uns. Also nicht mal eben... Ja, das Auto sollte eigentlich auch tatsächlich immer geparkt sein. Wenn Wind angesagt ist, dann los. Ne? So flexibel würde ich irgendwann... Das heißt, die Webcam, die ist immer an. So, dann bitte mal reingehen. Jetzt kommt das Highlight. Ihr habt keine Kosten und Mühen gescheut, diese Tür klapperfrei zu machen. Wenn du die Tür ganz auf... Ja, die ist klapperfrei. Aber mach sie erstmal ganz auf. Wenn du sie ganz aufmachst, hängt sie hinten in dem Magnet fest, dass sie nicht wieder zuschlägt. Auch wenn das Fahrzeug mal schräg steht, ja? Genau, das sollte auch funktionieren. Und... Ja, wir haben tatsächlich ein kleines Lift hier reingemacht, das ist ein bisschen wie der Sauna. Ne? Ja, so. Jetzt haben wir es tatsächlich erstmal, die Toilette haben wir ein bisschen versteckt, absichtlich, dass man nicht gleich auf die Toilette guckt. Wenn du ein Stückchen tiefer angreifst, hast du den, und jetzt kannst du ganz aufmachen, das rastet auch nach oben ein. Und jetzt ist die Toilette Magnet, da, oder? Ist mit Kugelverschluss gemacht, in dem Fall. Und jetzt haben wir ein Trocken-Trenn-WC drin, wir kriegen alle Toiletten rein, bis hin von Glesana, Verbrenner-WC und Chemie, so werden wir auch reinkriegen. Die Glesana ist die Lieferbar? Wir haben eine tatsächlich gerade geliefert bekommen und haben auch einen Kunden, wo wir sie jetzt einbauen. Da haben wir noch keine Erfahrung damit. Wir bauen sie jetzt das erste Mal ein. Trocken-Drin-WC funktioniert aber sehr gut. Warte mal, Simone. Ja? Das zeige ich dir gleich. Ich bin zu schnell. Genau, ja, du bist ein kleines bisschen zu schnell. Vielleicht kannst du mal den Deckel noch mal zumachen, weil die Toilette sollte ja beim Duschen jetzt nicht nass. Zieh einfach genau. Da ist eine Dusche drin. Ja, genau. Kommt gleich, Sven. Und das sollte ja beim Duschen nicht nass werden. Deswegen kann man den Deckel
Deckel schließen. Warte ganz kurz, ich raff das jetzt nicht. Da ist die Toilette, die ist so schön versteckt. Machst das Ding hoch, kannst auch auflassen, habe ich verstanden. Unten ist ein Luftauslass, oder? Unten ist die, Original Mercedes-Benz. Ja, genau. Da haben wir tatsächlich die Mercedes-Benz. Ist ein bisschen Spielerei, aber irgendwo auch wieder cool von der Funktion her, weil das ist eine Einhanddüse, kann man in jede Richtung stellen, auf und zu machen. So, und jetzt darf sie? Hab ich jetzt noch nicht Sieht gut aus. Naja, sieht gut aus und sie lässt sich sehr schön dosieren. Ne? Das muss man sagen. Man kann sie in die Richtung stellen, wo man die Luft braucht und man kann sie auch... Kostenvermögen und... Ja, sie ist teuer. Sie ist teuer. Vielleicht kriegen wir da nochmal... Wie Luft von draußen dann anstatt ein Fenster? Nein, Truma. Die Truma-Heizung. Von der Heizung. Truma-Heizung, dass wir nicht die normalen Auslässer haben, sondern dass wir einen regelbaren Auslass haben. Du kannst die Truma übrigens auch einsetzen als Lüftungsanlage. Das wissen viele nicht. Dann, mach mal Dusche. Pass auf, wenn du jetzt, da oben ist so ein Handtuchhalter, ne? Das ist diese Stange, die da oben ist, wo du jetzt anfasst. Das ist eigentlich der Handtuchhalter, da hängt das Handtuch. Ja. Wenn du da jetzt dran mal ziehst und einfach mal um die Ecke rumgehst, genau, dann hast du die Duschwand umgeschlagen. Da ist schon gleich... Da ist sogar so ein... Da ist schon gleich ostdeutsches Duschgel drin. Hier Nivea Man und Schauma. Genau, siehst du, was wir verwenden alles, genau. Was habt ihr damals gehabt eigentlich? Florena. Ja, aber ich glaube, die Farben waren gleich, blau-weiß. Mhm. Und das ist die Dusche jetzt? Schon ist die Dusche fertig. Du hast alles da, was du zum Duschen brauchst. Duschvorhang, wo ist der? Da bin ich ein bisschen allergisch gegen Duschvorhang. Deswegen wollten wir unbedingt vermeiden. Deswegen haben wir es so gemacht, dass man natürlich keinen Duschvorhang braucht. Jetzt kannst du den Wasserhahn rausziehen, drehst den Wasserhahn ein Stück rüber, genau, zack, kannst du oben einhängen und dann ist eigentlich die Dusche fix und fertig. Mehr brauchst du jetzt nicht. Das Wasservolumen 10 Liter? Das waren die 150 Liter Wasser. Also du kannst schon eine Weile duschen, Simone. Abwasser, wie viel? 120. So, und dann, Simone, geh mal raus bitte. Ich muss mal, weil das ist so genial gelöst von der Größe her. Ich bin ja 1,83, stehe jetzt hier drin, kann ganz normal drin stehen. Ich fühle mich auch jetzt nicht, du hast einen Bewegungsmelder hier drin. Ja, weil wenn man die Tür zumacht, weiß man nicht, ob man das Licht an- oder aus hat. Und für Camper willst du Strom sparen, von daher geht das nach einer gewissen Zeit von alleine aus. Was jetzt auch neu ist, wir haben ein Fenster im Bad, das hat man bis jetzt noch nicht. Wenn du da genau einmal darüber schwenkst, dann siehst du, dass wir da jetzt ein Fenster drin haben, das ist eigentlich sehr schön zum Lüften, trotzdem noch ein Lüfter drin. Ja. Und man kann auch den Fußboden, ich schwenke mal ganz kurz die Dusche wieder zurück. Das geht ganz einfach, hier oben angreifen, zack, wieder zurück. Und wenn man jetzt möchte, dass der Fußboden auch trocken bleibt, es sind 2 Roste übereinander gelegt, nimmt man den ersten Rost vorher raus, duscht dann und legt ihn danach wieder rein, dann hat man auch gleich den Fußboden wieder trocken. Also wir haben versucht, diese Stellen, die einen immer stören, Fußboden, Toilette und so weiter, trocken zu halten. Und wenn das wieder zurück ist, hängt dann das Handtuch hier schon in dem Handtuchhalter. Da hinten der Schrank ist trocken geblieben, man kann sich zurecht machen und fix und fertig aus dem Bad kommen. Hast du Fahrzeuge da eigentlich? Wir haben jetzt gerade 6 Autos, die wir noch auf dem Hof haben und dann wird es tatsächlich knapp. Wir haben 16 neue bestellt und die würden wir jetzt gerne sozusagen an den Mann bringen. Aber die werden momentan von Mercedes auch ein bisschen verschoben. Hast du irgendwas aus Thüringen, was geil ist? Zum Beispiel habt ihr so Thüringer... Alles ist aus Thüringen. Nein, zum Essen. Was gibt's denn da so? Da würde ich auf jeden Fall erstmal die Bratwurst natürlich nennen. Aber dann kommt die Thüringer Geklöße, natürlich mit Hirschgulasch oder so, das wäre schon ganz cool. So, ich komme irgendwann mal, wenn ich in der Gegend bin, komme ich mal bei euch vorbei. So, und gibt es auch so Dauerwurst in Thüringen, so gute Salami oder so? Salami, ja, haben wir natürlich auch sehr gut. Ich erwarte von dir, dass du uns mal eine Thüringer Salami schickst, okay? Okay, gut, das machst du. Ich will also jetzt kein Riesenauto von dir, sondern ich hätte einfach nur, ich will irgendwas, wo ich stolz sein kann auf das Video, denn du bist für mich einer der genialsten, das muss man wirklich sagen, Konstrukteure, die ich je gesehen habe. Aber es ist nicht nur auf seinem Mist gewachsen, sondern ihr habt ein Riesenteam. Ja, genau. Also wir sind ja 3 Freunde, die das Ganze gegründet haben. Sind die alle hier? Ja, die sind auch beide auf der Messe. Komm, wir gucken mal, ob die da sind. Denn wir können jetzt noch 5 Jahre lang irgendwas berichten. Hilft nichts. Wir müssen das Auto aufmachen. Da stehen sie auch schon. Alex, hast du das Auto verteidigt? Ja, wunderbar habe ich das verteidigt. Na klar, wenn ihr da hier filmt, müssen wir das doch... Kommst du aus Schwaben, oder? Nein, aus Thüringen. Ich bin ja jetzt gerade da. Du bist gerade da. Du bist die? Passe mich an, Doreen. Doreen, ja, cool. Hi. Du bist der? Ich bin der Christoph. Christoph, du bist einer von den 3 Freunden. Die Doreen nicht so, oder? Nee, die Doreen ist meine Frau. Okay, das lasse ich noch gerade gelten, ja, genau. dass da ist. Also ihr seid 3 Jungs, vielleicht nehmen wir die Doreen gerade noch mit, wo du gerade hierbei bist. Wenn ihr euch mal alle in den Arm nehmt,
Oder ist das nicht so dicke? Doreen, komm mal her. Machen wir jeden Morgen. Sonst ist ja blöd, weißt du, wegen Frauen und hier die Simone kommt auf die Seite, dass wir das haben. Und jetzt brauche ich mal wieder mal so ein Startbild hier vorne, dass wir das haben. Wunderbar. So, nochmal ganz kurz, bitte halten. Ja, bleibt mal gerade mal halten. Okay. Doreen? Christoph? Der Alex. Heiko? Simone. Sven. xbull.de, sensationelle Fahrzeuge. Und das Wort sensationell verwende ich ja nur hier. Weißt ja, wie es ist. Ja. So, abonniert German Television. Bitte sagen, in die Kamera gucken und sagen. Abonniert German Television. Abonniert German Television. Unbedingt German Television abonnieren. Abonniert German Television. Unbedingt abonnieren. Television, German Television. Sie kennen schon fast den Namen unseres Kanals. Das ist schon mal gut. Vielen Dank fürs Einschalten. 20. Januar 2023. xbull.de. Wenn ihr nochmal, der kostet wie viel, wie er hier steht? Der ist bei 285. Bitte mal ganz sagen, mit 1000. 285.000. Es ist echt eine Hausnummer. Deutsche Euro. Ja, deutsche Euro. Es geht bei 240 los. Der ist ja von der Ausstattung her das mit Luftfahrwerk und so weiter, Igelhaut Performance. Und wir haben ja alles reingepackt. Das ist ein fairer Preis, muss man So, und der wird aber in Wirklichkeit, damit ihr den Preis realisieren könnt, wird der jetzt gebaut in Slowenien und ihr macht nur die Endabnahme. Nein, das ist ein Thüringer Produkt. Thüringer Produkt. Ja. So, tschüss Simone. Ciao, wir müssen zum Ende kommen. 54 Minuten, die sich gelohnt haben. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss, danke.